Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, dieser Duft hier, der ging bei TikTok und Co. eine ganze Weile oder am Anfang sehr durch die Decke. Im Moment ist das ein bisschen runtergefahren, aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut bewertet. Der Phil Julian Fauvert, und den möchte ich euch heute hier tatsächlich mal auf YouTube auch vorstellen, weil dieser Duft für mich persönlich zwei große Knaller vereint, aber einen eigenständigen Twist hat. Das werde ich euch erzählen, welche zwei Düfte das sind und was ihn eigentlich so sehr oder extrem besonders macht, weil er ist auch sehr gut bewertet aktuell. Und ja, mein Name ist Dennis, aka Fragranzsache aus Hamburg immer noch. Ja, Fauvert von Phil Julian. Das ist eine Hommage an seine, erstmal vorweg, das ist sein erster Duft, der macht das alles alleine. Der Parfümier dahinter ist Chris Carbonell, den kennt man natürlich, ne, brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, aber dieser Duft ist für ihn persönlich eine Hommage an seine Heimatstadt Heidelberg, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und einfach die Gefühle, die er für die Stadt hat und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat er diesen Duft kreiert. Für mich ein sehr cooler Flakon, wenn wir da mal mit anfangen wollen. Sehr nice gemacht, sehr schön. Das sind 50 ml. Preis war eingeblendet und so weiter. Und dieser Duft ist ein guter Sprüher, wirklich schon sexy, genial, sinnlich gemacht. So, aber erstmal vorweg, weil ich ja gesagt hatte, der vereint so in meiner Nase und auch in manchen anderen so zwei Düfte, und das ist einmal der Naxos und einmal der Blonde Amber, ne? Und das sind Brecher. Naxos kommt, das ist einer meiner Lieblingsdüfte, kommt sehr, sehr gut an, und auch natürlich Blonde Amber. Das sind aber auch sehr teure Düfte, vor allen Dingen der Blonde Amber. Und hier haben wir beide in ein, aber natürlich nicht übertrieben. Ne? Man hat am Anfang so ein bisschen, ich habe hier auch was Balsamisches so ein bisschen, ambrierte, balsamisch will ich nicht sagen, aber es ist süß. Ihr bekommt so ein bisschen Naxos-Feeling, aber ohne Honig. Also obwohl ich den Honig, also dieses Süße, das ist jetzt kein Honig, aber es kommt auch ein bisschen so zum Vorschein, aber natürlich nicht komplett hier, oh, jetzt Naxos, nein, überhaupt nicht, aber dieses Feeling so ein bisschen, plus eben Blonde Amber, aber hier, wie gesagt, ihr habt ja im Endeffekt Lavendel, ihr habt einen Tabak-Touch, und dieses, vor allen Dingen der Lavendel, der hier im Background oder allgemein wahrnehmbar ist, es ist ein süßer Lavendel. So. Und dann, wie gesagt, dieses ambrierte bisschen Tabak-Style und Lavendel, das macht es allgemein sehr, sehr interessant und sehr lecker. Und da hat man dann so ein bisschen den Touch von Blonde Amber, whatever. Und aber er ist eigenständig, weil die Tuberose ist hier nicht drin, die ist ja beim Blonde Amber, wir haben keinen Honig wie bei Naxos etc. pp. Natürlich, und deswegen ist er eigenständig und er riecht einfach herrlich und genial. So, der kommt auch gut an. Er wird einfach gut ankommen. Bei den Rest auch, dass eben, oder zum Schluss, oder zwischendurch natürlich, der nicht immer ganz weit oben steht von der Bewertung, sondern natürlich ein bisschen drunter. Ich glaube, jetzt ist er aktuell trotzdem bei 8,7, aber der war bei 9,7. Dass das logischerweise auf dieser bestimmten Seite ab und zu mal runtergeht, ist auch logisch, weil selbst wenn ein Duft zu gehypt ist, dann geht er so und so irgendwann runter, weil Leute, egal ob sie ihn gut finden, trotzdem wahrscheinlich schlecht bewerten. Das gibt's eben. Das ist eben so, vor allen Dingen. Ja. Auf jeden Fall für 50 ml, für den Preis, für die Qualität, für die Arbeit, für den Flakon, für dieses schon Parfüm, was wirklich süchtig machen kann und auch süchtig macht im Endeffekt, weil wenn man vor allen Dingen Naxos und Blonde Amber gut findet und dieses Zwischending findet, vor allem für einen guten Preis, dann steht einem eigentlich der Kauf fast nichts im Wege. Und das sage ich nicht, weil ich, vielen Dank erstmal an Phil, dass ich den bekommen habe. Nein, natürlich nicht in dem Fall, weil ich kann auch sagen, wenn das jetzt zu viel gewesen wäre mit Naxos oder sagen wir mal Blonde Amber, schwingt da mehr raus, dann hätte ich das auch gesagt. Aber dann könnte man trotzdem sagen, okay, der Preis ist mal eine ganz andere Liga, ne? Aber man hat, wie gesagt, dieses Zwischending ohne Tuberose, ohne Honig, und die Vanille ist auch nicht, ist zwar da, aber ist nicht so schwer, aber ihr habt dieser Lavendel-Tabak-Style und dann auf Süße gebettet, auf schon richtig schön süßen Beet, whatever, ambriert. Das ist nice. Haltbarkeit, wenn wir da jetzt mal hinspringen wollen, sind wir bei guten 8
9 Stunden. Das ist gut, das ist ein ganzer Tag. Man muss ja auch nicht 24 Stunden nach einem Duft riechen. Man darf ja nicht vergessen, ihr kommt ja irgendwann nach Hause und geht duschen. Warum wollt ihr immer nach 24 Stunden? Ich stehe auch extrem auf starke Düfte, ja. Aber man muss, auch das habe ich noch nicht so erwähnt, man muss auch mal überlegen, 8, 9 Stunden ist ja ein ganzer Arbeitstag. Vielleicht hält er ja auch bei manchen länger, bei manchen vielleicht auch kürzer, whatever. Die Sillage ist ja auch gut, die ersten 2 Stunden. Und er kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Also das ist aber klar gewesen, die anderen kommen gut an. Und wenn du denn so ein Zwischending auch noch kreierst, auf so Basis, wie du das so haben möchtest, aber so ein bisschen da mitschwingt von diesen großen Gangstern, die auf jeden Fall sehr gut ankommen, dann ist es natürlich klar, dass auch dieser Duft gut ankommt. Und bei den Ladies auch. So, auch wenn die Ladies, ihr wisst ja, grundsätzlich auf frische, aquatische, blaue, Hauptsache Saubermann-Düfte stehen. Aber das ist schon ein guter Duft. Wo kann man den einsetzen? Beim Ausgehen, zum Geburtstag. Also überall kann man den eigentlich gut einsetzen. Außer im Büro, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. 1, 2 Sprühe reicht da eventuell, wenn ihr das wirklich machen wollt. Im Sommer schwierig. Aber man kann ihn, finde ich, auch im Sommer tragen. Man kann schon so alles im Sommer tragen. Man muss auch mal ein bisschen runterkommen. Ich finde, das passt und ja, das ist schon wirklich lecker. Das ist schon wirklich gut geworden. Muss man wirklich sagen, Verein, wo man sagt, kannte ich ja vorher nicht, ne? Kannte ich vorher nicht. Ich habe gehört, er ist auf jeden Fall aber schon seit ein paar Jahren Abonnent von mir. Das hat mich natürlich gefreut und deswegen möchte ich natürlich auch diesen Duft hier eine Einzelreview widmen. Das ist ganz klar und dementsprechend ja mal zeigen. Aber hätte ich trotzdem logischerweise Real Talk zugemacht, wenn das jetzt nichts geworden wäre. So, aber das klingt einfach interessant und es ist einfach sexy, elegant und Frauen mögen das und man kann ihn wirklich zu allen Sachen gut tragen. Wie gesagt, außer bei 30 Grad, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, kann man auch, warum auch nicht, wenn ich da letztens draußen gehe, man riecht nur noch süße Düfte, 2025 ist, ja, süße Düfte sind dort am Start und dementsprechend, ja. Also testet den mal für den Preis und es ist wirklich wirklich super Qualität, den testet mal. Schönes, hau ich hier gegen, Alter. Yeah. Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder und da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und kommt gut in die nächste Woche.